Wenn ich einen vernünftigen Winkelschleifer brauche, dann gehe ich bestimmt nicht zum Discounter. So wäre meine Aussage. Ich denke mal, das unterschreiben viele von euch. Aber guckt euch das hier mal an. Ich habe ein paar Muster abgegriffen. Das sind neue Parkside Performance Winkelschleifer. Und die wollen wir heute mal richtig quälen, mal richtig rannehmen. Das ist ein 125er Winkelschleifer, 1700 Watt, Drehzahl reguliert, und das zweite ist sogar ein 2400 Watt Winkelschleifer mit einer 230er Scheibe, also ein richtig großer Bollo. Beide Winkelschleifer, muss man sagen, wo ich die gesehen habe, die sehen richtig, richtig gut aus. Ich habe die Geräte als Muster abgegriffen. Ich will heute den kleinen Winkelschleifer mal richtig rannehmen. Das heißt, wir wollen jetzt uns nicht ein Datenblatt angucken, was kann der nicht und, sondern wir wollen den mal richtig quälen. Und entweder geht er in Flammen auf oder wir sagen hinterher, es ist ein richtig genialer Winkelschleifer. Im Prinzip gab es natürlich bis jetzt auch schon kabelgebundene Winkelschleifer von Parkside. Die waren aber immer aus dieser grünen Serie. Das heißt, das waren wirklich absolute Budgetgeräte, wie man so schön sagt. Da konnte man sich dran vergreifen, wenn man einen Winkelschleifer brauchte, und es musste hauptsächlich günstig sein. Das sind Geräte, die sollen in einer ganz anderen Liga spielen, Parkside Performance Geräte. Das soll eine günstige Alternative für jeden sein, der wirklich einen professionellen, sehr, sehr leistungsstarken Winkelschleifer haben will. Ob das so ist, das gucken wir uns an. Wir gucken uns heute erstmal den 125er Winkelschleifer an. Wir brauchen natürlich auch nicht lange drum herum reden. Riesenargument für Parkside ist immer der Preis. Das heißt, das Gerät gibt es in der Form noch nicht in Deutschland, soll demnächst wohl kommen. Es gibt es aber schon in verschiedenen europäischen Nachbarländern. Da kostet es so zwischen 70 und 90 Euro. Vergleichbares Gerät mit 1700 Watt, da sind wir so ungefähr 150 bis 200 Euro los. Ich habe hier ein 5 Meter Netzkabel. Das Kabel ist nicht mehr direkt angeschlossen. Ich habe den Winkelschleifer und es gibt immer keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und der erste Eindruck ist aus meiner Sicht gut. Ich habe einen vibrationshemmenden Griff, eine Trennscheibe, eine Anleitung und das war's. Und dann gucken wir uns das Gerät mal ein bisschen näher an. Das Gerät hat zum Glück noch einen vernünftigen Schalter. Viele Geräte nutzen ja heute dafür selbst diese Folientastatur. Diese Folientastatur habe ich hier für die Drehzahlregulierung. Das heißt, ich habe hier 6 Stufen, habe maximal 9600 Umdrehungen bei dem Gerät. Das ist ein bisschen weniger. Viele vergleichbare Geräte haben da 10.500 oder 11.000. Wenn man sich das hier so anguckt, von der Verarbeitungsqualität kann man hier im Prinzip nicht meckern. Ich habe ganz normal einen Spindellock. Ich habe dann hier diese zusätzliche Sicherheitshaube, die nehme ich als erstes mal ab. Die nutze ich eigentlich in der Form nicht, aber natürlich Sicherheit geht immer vor. Das ist heutzutage auch so der Trend. Das Gerät kommt mit einer Schnellspannmutter. Das heißt, wenn ich hier die Scheibe tauschen will, dann brauche ich dazu keine Werkzeuge. Ich habe im Lieferumfang auch einen Schlüssel, der ist hier im Griff drin. Wichtig, Scheibe immer, der Flansch kommt immer zum Gerät. Das wissen viele leider immer noch nicht, obwohl ich da schon so viele Videos erstellt habe, wo ich das erklärt habe. Ich habe in dem ganzen Test nicht einmal einen Schlüssel gebraucht. Also Schnellspannmutter funktioniert auch in der Form. Ich habe einen Griff, der ist vibrationshemmend. Das ist auch sehr sinnvoll, wenn man hier wirklich ein bisschen mehr mitschleift. Das heißt, hier ist die Vibration leicht entkoppelt und dementsprechend geht auf die Hand, die das Gerät führt, weniger Vibration. Ich habe das Gerät an sich, das ist ja auch gummiert. Ich habe hier mal ein zweites Gerät hergeholt. Das ist ein 1900 Watt von 3M. Das ist ein Klon von Bosch. Also der wird bei Bosch hergestellt und kriegt dann das 3M-Logo. Da sieht man so, dass der Parkside oder das Parkside-Gerät noch mal ein bisschen schmaler ist, ein bisschen schlanker ist. Wirkt sehr ergonomisch. Wie gesagt, 1900 Watt oder 1700 Watt. Das sind keine ganz kleinen Geräte. Das sind große, leistungsstarke Geräte. Aber so im Prinzip, dass man das mal im Vergleich sieht. Die Haube ist hier in der Form nicht arretiert. Das heißt, die hat verschiedene Punkte und da kann ich das dann so durchrasten. Das ist aber auch sehr solide ausgeführt hier. Also hätte ich keine Bedenken, dass sich das irgendwo in irgendeiner Form löst. Wenn man hier 3M sieht oder Bosch in der Form, das Gerät ist optisch, sage ich mal, vergleichbar. Was hier natürlich ein bisschen robuster ausgeführt ist, ist hier in der Form der Schalter. Das sieht man gleich. Ansonsten habe ich das einfach mal hergeholt, nicht um die Geräte miteinander zu vergleichen, das ist ja eine ganz andere Preisliga, aber dass man das halt von den Dimensionen her mal sieht. Also so von der Dimension, von der Gummierung her gefällt mir das persönlich sehr gut. Wenn ich jetzt hier so meine ganze Schleifecke sehe, dann habe ich hier natürlich 3 Winkelschleifer und einen riesen Kabelsalat. Und da gibt es auch eine Lösung mittlerweile
heute von vielen Herstellern. Das heißt, man will natürlich netzbetriebene Geräte haben, aber nicht so ein Kabelwirrwarr, und dementsprechend gibt es Stecker. Und das macht Parkside jetzt bei den neueren Geräten auch. Ich habe hier ein 5 Meter Kabel dabei und das Kabel kann ich hier einfach reinstecken. Ich verdrehe das einmal und dann ist das bombenfest. Und somit kann ich dann halt einfach das nächste Gerät im Prinzip nehmen, kann das wieder umstecken. Ob das Sinn macht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ob ich da jedes Mal irgendwie alles umstecken will, ob dieser Anschluss nicht auch irgendwo verstaubt, gerade in meiner dreckigen, staubigen Werkstatt oder so. Aber im Prinzip, ich nehme es erstmal hin, 5 Meter Kabel ist natürlich top, muss man ganz klar sagen. Ich habe hier bei dem Gerät ein Gewicht von 2,9 Kilo. Das Gewicht kommt aber zustande, die haben das Gerät mit dem Kabel gewogen. Und dementsprechend bei einem 5 Meter Kabel habe ich da natürlich ein anständiges Gewicht. Wenn man das Gerät in der Hand hält, es ist vergleichbar mit den Metabo Geräten bzw. mit dem Bosch Gerät, was ich sonst noch habe. Wenn man das Gerät einschaltet, hört man ganz deutlich, dass das einen Soft-Start hat, also so einen Sanftanlauf hat. Ich kann hier die Drehzahl regulieren, was auffällt. Das sieht man hier jetzt, wenn ich das Gerät ausmache. Das läuft schon noch ein bisschen nach. Also das ist kein Gerät, das sehr schnell stoppt. Da gibt es andere Geräte, die da deutlich schneller stoppen. Das wäre so eine Sache, da würde ich sagen, das müsste man deutlich nochmal optimieren. Das Gerät hat kein Kickback-Funktion. Das heißt, wenn ich die Scheibe verkante, schaltet das Gerät nicht ab. So eine Funktion wird von manchen geliebt, andere sagen von wegen bloß nicht. Also das ist so ein bisschen ein Mittelding. Ich habe sie im Prinzip noch nie gebraucht, aber das ist halt auch wieder eine Definitionssache. Das Gerät hat es definitiv nicht. Wenn ich irgendwas bisher an dem Gerät bemängeln kann, dann ist es A, die Drehzahl, könnte auch bei 10.500 oder 11.000 sein, und das Gerät stoppt halt so ein bisschen langsam. Das sind so 2 Punkte, aber ansonsten fangen wir an damit zu schleifen, nehmen wir das Gerät richtig ran. Wir fangen mal an mit der guten alten Trennscheibe. Auch da gibt es was Neues von Parkside. Da habe ich hier auch ein paar Muster, die ich ausprobiere. In der Vergangenheit sind mir schon welche um die Ohren geflogen, war ich sehr unzufrieden. Ich werde die hier mal mit professionellen Trennscheiben vergleichen. Ich habe jetzt hier ein schönes 2 mm Rohr, das legen wir weg. Wir nehmen eine 60er Welle und diese 60er Welle trennen wir erstmal mehrfach durch. Das ist jetzt die Parkside Trennscheibe. Das Gerät regelt die Kraft nach. Das heißt, ich kann hier vernünftig drücken. Ich drücke hier auch mit richtig Kraft. Das sieht man auch an dem Funkenflug. Gerät macht das vernünftig. Also ist ein sehr leistungsstarkes Gerät. 1700 Watt ist eigentlich auch für so einen 125er Winkelschleifer das Maximal, was man braucht. Ich schaffe es hier nicht, dass die Scheibe, die Drehzahl sich irgendwo verändert in der Form. Arbeite hier also mit richtig Kraft. Und mit der Trennscheibe habe ich hier in Kurzform hier mal kurz so eine Welle abgeschnitten. Zum Vergleich habe ich mir mal 2 Trennscheiben rausgesucht. Einmal hier eine Wirth-Trennscheibe für Stahl. Damit können wir hier diese 60er Welle auch wieder schneiden. Die Zeiten, wie lange ich hier pro Schnitt gebraucht habe, die habe ich in der Form nicht gemessen, weil ich hier auch viel rumgespielt habe. Das heißt, ich habe versucht, die Geräte mal anzuhalten, habe wieder ganz normal gearbeitet, habe geguckt, wie sich die Drehzahl verhält. Und vom Gefühl her ist die Drehzahl immer gleich geblieben. Man kann hier wirklich kraftvoll mit dem Gerät arbeiten. Also das macht schon einen guten Eindruck. Trennscheibe kann man am Ende des Tages sagen, die Wirth-Trennscheibe macht das hier wirklich auch sehr ordentlich, sind auch qualitativ gute Trennscheiben. Jetzt kommt es natürlich immer so auf den Durchmesser drauf an. Ich kann das hier ganz einfach mit dieser Schnellspannmutter lösen, also ohne viel Kraft. Die funktioniert in der Form auch gut. Das ist auch mal ein wichtiger Punkt. Hier habe ich einmal Wirth, hier habe ich Parkside. Also die Parkside-Trennscheibe ist ein bisschen kleiner in der Form, aber es ist auch wirklich nicht so relevant. Ich hatte schon mit Parkside-Trennscheiben so ein bisschen meinen Krampf gehabt. Das heißt, eine ist mir schon mal um die Ohren geflogen. Dementsprechend ist das auf jeden Fall auch eine Qualitätssteigerung. Das ist jetzt so das absolute Nonplusultra. Das ist eine Trennscheibe von Pferd. Das ist eine so von den 4, 5 Trennscheiben, wo ich sage, das ist wirklich mit das Beste, was man in der Form kaufen kann. Die kostet aber auch schlanke 3,50 €. Also ist eine andere Liga, ist eine ganz andere Geschwindigkeit und ich denke mal, ist hauptsächlich für den professionellen Einsatz. Aber da kann man natürlich die Performance von so einem Gerät richtig rausholen. Und jetzt sieht man hier in der Form, das heißt, die Pferd-Trennscheibe, da ist schon nochmal deutlich mehr dran geblieben. Die ist auch sichtlich optisch überhaupt nicht angegriffen in der Form. Also das ist nochmal eine ganz andere Liga, ist aber auch ein ganz anderer Preis. Um
Man muss natürlich ganz klar sagen, Trennen ist nicht die Belastung. Die richtig massive Belastung ist für so einen Winkelschleifer, wenn ich hier mit schruppe bzw. schleife. Ich habe dafür eine Cubitron-Schleifscheibe und jetzt werden wir einfach mal eine kräftige Phase an diese Welle schleifen. Und wenn ihr das jetzt seht oder so, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist eine 60er Welle. Ich nehme diese Cubitron-Scheibe, das ist eine Echtzeitaufnahme, also das ist nicht irgendwo schneller. Man sieht auch, wie massiv ich drücke, also das ist normal Kraft, die ich nicht beim Schleifen einsetze würde. Warum nicht? Weil man die Scheibe da unnötig mit belastet. Also das muss man in der Form gar nicht machen. Aber man sieht hier, der Abrieb, der ist wirklich brachial. Kräftigen, guten Winkelschleifer und eine vernünftige Schleifscheibe und man kann hier wirklich massiv was abnehmen, massiv was abschleifen. Also das ist Wahnsinn. Ich habe diese Welle hier extra so ein bisschen unergonomisch positioniert heute an diesem Tag, damit wirklich 90% von dem Dreck hier gleich runterfällt. Wer diese Cubitron Schleifscheiben nicht kennt in der Form, gibt es 2, 3 andere Hersteller, die ähnliche Schleifscheiben in der Form haben. Kann ich hier unten auch noch mal verlinken. Ist alles andere als günstig, aber man sieht, wie schnell man hier was mit abschleift. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Und der zweite riesengroße Vorteil, den zeige ich euch auch gleich noch, den ich hier immer wieder predige, ist die Form des Staubes. Das heißt, ich habe hier nicht diesen feinkörnigen Staub. Wahnsinn. Die Phase ist wirklich Wahnsinn. Und das innerhalb von einer Minute und die Schleifscheibe ist noch nicht fertig und der Winkelschleifer in der Form auch nicht. Also ist ein bisschen warm geworden, mehr aber auch in der Form nicht. Und der Schleifstaub, das sind mehr so Späne. Und dadurch hat man das Ganze wirklich nicht so massiv in der Luft. Also es sackt gleich zu Boden, man kann das auffegen. Es ist nicht dieser feine Staub, der wie bei so einer Schrubbscheibe ist. Und das Gerät, wie gesagt, ist ein bisschen warm geworden, mehr aber noch nicht. Es geht natürlich aber noch deutlich besser. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Phase und jetzt können wir das Ganze natürlich auch wieder plan schleifen. Das ist für mich ein richtiger Test von so einem Winkelschleifer. Das heißt, ich drücke wie ein Elch. Ich schleife erst eine Phase dran, eine 60er Welle und schleife diese Phase dann wieder plan. Und man sieht das schon, dass das eine massive Belastung ist. Und das steckt der Winkelschleifer auch weg und da bin ich erstmal ganz zufrieden. Will ich sowas jetzt extrem hochloben? Das ist natürlich immer so die Sache. Und dann sagt der eine oder andere schon wieder, Mensch, so eine komische Werbesendung hier in der Form. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Winkelschleifer sehr gut. Ich habe hier extreme Sachen damit gemacht. Eine 60er Welle schneiden die wenigsten zu Hause. Gerät macht das problemlos. Auch mit so einer Parkside-Trennscheibe, mit einer Pferd-Trennscheibe nochmal deutlich besser. Und wenn ich hier den Extremeinsatz habe, dass ich hier so eine 60er Welle, eine Phase anschleife, hinterher das Ganze wieder plan schleife, das macht das Gerät auch. Das Gerät geht nicht in der Drehzahl in die Knie, das geht nicht von der Kraft her in die Knie und das Gerät wird auch nicht extrem heiß. Also ich denke mal schon, das ist ein vernünftiger Test. So sollte ein Werkzeugtest aussehen, wenn man hier einmal irgendwo ein 2 mm Rohr mitschneidet oder sowas. Das ist aus meiner Sicht kein richtiger Test. Mir gefällt das Gerät sehr gut. Werde ich mich jetzt gleich von meinem Bosch Winkelschleifer bzw. 3M Winkelschleifer und meinen Vetabo Winkelschleifern verabschieden? Definitiv nicht. Der kommt in meine kleine Winkelschleifer-Familie mit rein. Ich freue mich über das Gerät. Wir werden gucken natürlich, ich verlinke das Gerät hier unter in der Form, wann es das in Deutschland gibt. Und dann ist es natürlich interessant, was es da für einen Preis gibt. Wenn ich mir dann vorstelle, dass das den vielleicht mal im Angebot gibt für irgendwo 60, 70 Euro oder so, dann ist das natürlich ein absoluter Schnapper. Und für all diejenigen, die sagen, ich möchte hier nicht 200 Euro oder 160, 170 Euro für einen richtig kraftvollen Winkelschleifer ausgeben, die werden dann mit dem Gerät wirklich auf einer guten Seite sein. Gerät ist ein Parkside Performance Gerät, die Geräte haben 5 Jahre Garantie. Also es wird der ein oder andere wieder sein, der hier unterschreibt, er hat einen Winkelschleifer gekauft, der ist gleich auseinandergeflogen oder so. Ich finde immer, Parkside hat sich extrem von der Qualität entwickelt und das sieht man auch an so einem Gerät. Es gibt da immer noch Ausreißer, wo man wirklich sagen muss, um Gottes Willen. Ne? Gibt es natürlich immer auch noch Geräte, wo ich sagen würde, die würde ich nicht anrühren. Sowas würde ich hier auch nicht vorstellen. Bei mir geht es darum, was Positives zu zeigen. Viele sagen auch immer, eine Drehzahlregulierung für einen Winkelschleifer brauche ich nicht. Ist auch Blödsinn. Hier habe ich diese Reinigungsscheiben, die kann ich bei Stufe 1 nutzen. Dann habe ich hier zum Beispiel diese Schleifscheiben, die würde ich auch mit einer geringeren Drehzahl nehmen. Habe hier diese Polierscheiben in der Form und. Also da gibt es auch so viele Anwendungsbeispiele. Es gibt ja heute so viele Schleifscheiben, zum Beispiel auch für einen Winkelschleifer. Die rotierende Drahtbürste benutze ich auch mit einer geringeren Drehzahl. Und für all das ist eine Drehzahlregulierung natürlich wirklich perfekt. Und ist heute auch kein Problem mehr, das bei einem Gerät einzubauen. Dementsprechend würde ich nur noch ein Gerät kaufen, mit dem ich das Ganze mache. Wenn man hier sieht, was ich hier geschliffen habe oder so, in Kurzformat ist schon eine massive Belastung. Gerät ist ein bisschen warm geworden, das ist normal, aber es ist nicht
über Maßen warm geworden, qualitativ sehr gut. Mir gefällt das Gerät gut. Für alle, die einen günstigen, aber doch sehr leistungsstarken Winkelschleifer suchen, wird das richtige Gerät sein. Ich verlinke den hier unter. Ansonsten könnt ihr mir gerne eine Kommentare schreiben. Ich habe noch den großen Winkelschleifer, wie ich den mal misshandeln kann. Wenn da einer eine interessante Idee hat, dann werde ich das gerne damit ausführen. Ganz kurz noch als Ergänzung, das sind Muster, die wurden mir zur Verfügung gestellt. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich hier Neues, Interessantes präsentieren kann. Ich habe die getestet, beziehungsweise heute erstmal den 125er Winkelschleifer. Das ist keine bezahlte Kooperation, Werbesendung oder ähnliches. Ich mache sowas grundsätzlich nicht. Wenn ihr heutzutage auf YouTube guckt, dann habt ihr 99% wirklich bezahlte Videos. Ich versuche mich davon abzugrenzen. Ich freue mich über interessante Muster, präsentiere die hier auch gerne, zeige gerne Neues, mehr aber auch nicht.